Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Und heute bin ich nicht alleine, denn ich habe wieder den Basi an meiner Seite. Herzlich willkommen. Yo, servus Leute, servus. Schön, dass du heute hier bist, denn du hast uns auch eine wunderbare Liste mitgebracht, die du auch schon bei dir auf deinem Kanal präsentiert hast. Übrigens, der Basi momentan sehr aktiv am Durchziehen, habe ich gesehen. Gefällt mir persönlich sehr gut. Sehr viele interessante Themen. Du ziehst durch, ja. So, das gefällt mir sehr gut. Coole Themen, immer sehr nice Thumbnails auf jeden Fall. Könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Link unten in der Videobeschreibung. Der Basi hat sich die Mühe gemacht, wieder eine Liste zu erstellen. Vielleicht weiß der eine oder andere noch von damals, hatte er vor einem Jahr, das war glaube ich hier diese 3-Monats-Liste gewesen, ne, vom 29.08. bis zum 29.11.2022. Unsere Gilde Celtic damals getrackt und wie die so in der internationalen Ehrenhalle performt. So, und jetzt hast du quasi eine Liste gemacht mit dem Progress von einem Jahr. Nach einem Jahr, genau. Also da geht es um die Top 25 in der EHOF sozusagen, die ich da getrackt habe und mit Celtic halt schön markiert, dass man das schön sieht. Ja, also ich kann ja mal kurz erklären, so die Liste. Die ganzen dunkelgrauen Sachen hier, das sind alles neue Gilden. Die sind quasi jetzt nach dem Jahr neu hinzugekommen in die Top 25. Genau, habe ich so markiert. Und alle, also die beiden Gilden, die rot markiert sind, die waren bei dem 3-Monats-Scan neu. Das heißt, von diesen beiden Gilden gibt es nur die Vergleichsdaten von 9 Monaten, weil sie eben erst ab dem 3. Monatsscan dabei waren. Okay. Neu bei den Top 25, genau. Ja, ich habe auch alle Gilden, die abgefallen sind, sage ich mal, trotzdem noch hineingenommen, auch wenn sie nicht mehr in den Top 25 sind, einfach als Vergleich. Ja, genau, ein Celtic ist schön markiert. Ja, also wenn du magst, kannst du eigentlich, du kannst eigentlich schon mal anfangen, nach dem Level zu sortieren. Genau, oben ist die Kategorie Level und dann kannst du noch bei After, also danach. Also siehst du mal. Wir haben hier jetzt so, also hier sind so verschiedene Überkategorien, so gestaffelt in Level, Total Stats, Stats Top 10, Stats Top 10, Stats Top 5 genau. Und Win% Celtic gegen andere Gilden. Genau, das ist eure Gewinnchance gegen die ganzen anderen Gilden. Ja. Das sind quasi die Prozente schon hier hinten, die wir quasi gegen andere Gilden jetzt haben hier. Zum Beispiel gegen Dragon Legends haben wir eine 20%ige oder 21%ige Chance zu gewinnen, richtig? Nee, das ist die Differenz. Genau, oben, da steht der Win% Celtic gegen die anderen, also gegen Others. Und dann nochmal After, Before, also davor und danach, wie es davor war, ganz am Anfang von dem allerersten Scan quasi, am 29.08.2022. Ah, okay. Und jetzt danach, also bei After, ich habe das auf Englisch gehalten einfach, weil der internationale Boss ist am Start. Und jetzt danach, wie es jetzt quasi aussieht. Und die Differenz ist, ja, ob ihr jetzt abgenommen habt oder Wünschers dazu gewonnen habt. Ja, na gut, da können wir ja zum Schluss dann drauf eingehen. Wir gehen mal zuerst wir fangen mal vorne an. Also hier sortiere ich jetzt am besten mal nach, ja, wo fange ich da am besten an? Ich würde sagen, nach den Leveln bei After, also wie es jetzt aktuell aussieht bei allen Gilden. Genau, einfach draufklicken, dann von A bis Z nur, da vertue ich mich auch immer, genau, klick mal drauf, ob das jetzt, ne, okay, du musst genau das andere nämlich klicken, das untere. Z bis A. Ja, okay. Ich vertue mich da auch immer. Also das sind jetzt quasi, das ist der aktuellste Stand, Phoenix, hier mit Durchschnittslevel 633. Genau. Und das ist dann quasi jetzt so nach den Top-Gilden gestaffelt. Und jetzt nach dem Level-Durchschnitt in der Gilde wären wir jetzt momentan auf Rang 13. Oder? Genau, ja, genau. Aber nicht von den Top 25. Da siehst du bei der Kategorie Rang, bei dem Rank, da ist einmal X, das ist der Ratizacke, die sind nicht mal in der EHOF vertreten, weil die Platz 2 sind dafür im Server. Und einmal die Platz 27 Gilde ist auch noch dabei. Also von den Top 25 Gilden werdet ihr sogar von dem Level her Platz 11 dann. Also 2 höher. Okay. Also echt cool eigentlich, echt ziemlich stark.
Ja, das ist sehr interessant. Also für alle Leute, die das jetzt nicht interessiert, weil das ist halt heute ein sehr, ja, wie sagt man, ein theoretisches Video, sag ich mal. Ne? Ja, Das hat sehr jetzt, viele Zahlen. ja, hat wenig mit der Praxis in Shakes and Fidget Gameplay zu tun, aber ich finde das auch sehr interessant, weil Shakes and Fidget ein Game ist, was halt eben irgendwie, ja, nur aus Zahlen besteht irgendwie. Es geht halt darum, Level zu machen, seine Stats zu pushen und deswegen sowas mal wirklich zu verwirklichen oder mal so zu sehen im Vergleich in einer reellen Liste, den Einblick hat man sonst im Game nicht. Und das ist halt wie so ein Blick hinter die Kulissen so ein bisschen. Und dass man das hier alles noch so staffeln und ordnen kann, das ist halt ziemlich cool. Ja, man muss auch sagen, das kann ja auch eigentlich helfen, dass die eigene Gilde dadurch stärker wird, weil man sieht halt, wo noch die Schwachstellen sind, sage ich mal, von der Gilde. Wie lange hat dich das gekostet, so das hier zu erstellen an Zeit? Da ich viel kopieren konnte von der anderen Liste noch, sag ich mal, ja, 2 Stunden nur, aber ja, hätte ich das neu machen müssen komplett, gäbe es die andere Liste nicht, ja, dann wären es schon so 5, 6 Stunden. Oh, okay, krass. Ja, also ich hätte das in Tagen nicht geschafft hier. Aber ja, ich habe andere da hätten es vielleicht schneller geschafft. Ich habe da jetzt auch gar nicht das Know-how für, sage ich ehrlich. Ja, also das ist jetzt hier quasi geordnet nach den Leveln. Ja, ich kann, also, ja, wenn du willst, kann ich weiter. mal was dazu was erklären. Ich glaube, du kannst das besser erklären, ja. Genau. Nee, also, erstmal, du siehst ja, Phoenix, finde ich erstmal krass, was die für einen Abstand haben zu der Platz 2 Gilde. Ja. Oder zu der, genau, Platz 2. Das sehe ich auch, das ist krass. Das ist schon Das ziemlich ist heftig. Ja. Und auch, was man mittlerweile ja in einem Jahr schon für Progress macht. Du siehst bei der Differenz, Ja. 41 Level haben die in nur einem Jahr dazu gewonnen. Das wäre ja vor 3 Jahren noch undenkbar gewesen, würde ich mal sagen. Aber jetzt mit den ganzen Dungeons, vor allem, ja, es sind ja irgendwie 100 Stück oder so neu dazugekommen. Und dadurch, ja, kommt das jetzt zustande. Ja, das ist schon krass. Aber auch 4 mit 37, gar nicht so verkehrt. Genau, ist halt auch gut dabei. Genau. Und wie gesagt auch. Oh, dann sind wir hier ein mit 70, Alter, die Unfassbaren, das ist ja unfassbar. Die Unfassbaren kann ich gleich droppen. Die Insider-Infos habe ich okay. mir geschrieben. Ja, das ist nützlich, dass du heute hier bist, denn. Ja, also nichts Krasses, aber die sind einfach aufgestiegen. Die waren eigentlich nicht so hoch bei ihrem Server, haben sich dann fusioniert mit einer anderen Gilde, die ja auch gesehen hat, ja, das Server ist einfach so inaktiv und es macht keinen Sinn mehr. Und die haben sich dann fusioniert und sind dann ja nach und nach aufgestiegen. Und deswegen auch ja diese extreme Level-Differenz. Das ist echt das ist krass. heftig. Ja. Ja, also du kannst auch, wenn du willst, gleich der Differenz sortieren. Musst wahrscheinlich wieder, genau, Z bis A, denke ich mal. Ja, da sehen wir, auf Platz 1 sind die. Ja, und auch sehr interessant natürlich der Server Tang, der Fusionsserver. Ja. Ist insgesamt 9 Ränge aufgestiegen. Wenn ich jetzt hier gucke, also gegen die haben wir jetzt eine Differenz minus fast 65%. Ja, also aktuell nur noch, bei danach steht ja 4% und davor hatte der 68% Gewinnchance. Digga, krass, Alter. Also, aber ist natürlich heftig, das ist natürlich der fusionierte Server, da sind Kaliber wie Strider jetzt natürlich alle reingewechselt so, ne? Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Ja, das war klar, dass die hier alles wegdominieren dann. Ja, also auch hier die Lichtgestalten sind auch sehr stark, 67 Level. Und da weiß ich jetzt nicht Bescheid, was da ist, aber das muss eigentlich auch eine Fusion sein. Auch wie bei auch bei Ryzen der Nacht. Die haben sich umbenannt, die hießen davor nur Ryzen oder Risen, wie man es ausspricht, und jetzt haben sie sich umbenannt. Ja. Ich denke mal, eine Fusion ist da zustande gekommen. Ich hatte, glaube ich, mal irgendwann einen Kommentar gelesen, dass die irgendwie die eine Gilde Riesen hieß und die andere Nachtwache oder irgendwie so und die sich dann fusioniert haben. Aber ich kann jetzt auch Quatsch sagen, aber ich glaube, irgendwann mal gelesen zu haben in den Kommentaren, dass das mal so gewesen ist. Also falls irgendjemand von euch Background-Infos zu irgendeiner Gilde hat, wo wir jetzt nicht genau Bescheid wissen, die eine krasse Performance hingelegt hat, dann schreibt es auch sehr gerne mal in die Kommentare. Es wird natürlich auch immer sehr interessieren, wie zum Beispiel jetzt bei den Lichtgestalten, weil die haben genauso viele Level geschafft wie jetzt der Fusionsserver, ne? Also ist auch heftig. Ja, das stimmt, das ist wirklich, also das müsste schon eine große Fusion gewesen sein bei denen. Ja, also genau, ja, wenn du willst, kann man gleich weitergehen. Zu den Stats? Den Total Stats, genau. Ja. Wie sortiere ich da jetzt am besten? Oder am besten auch gleich wieder, wie es jetzt aktuell ist bei After quasi. Ja. Z bis A, genau, und da siehst du, Phoenix hat einfach die 20 Millionen Marke in Total Stats durchbrochen
und nicht nur durchbrochen, sondern auch einfach zerstört. Ja? Also 21,5 Millionen fast. Ja. Ja, und davor bei 16 Millionen, also. Und bei den Total Stats zählst du nur das Haupt- und Nebenattribut rein, ne? Genau. Also Glück und Nebenattribute nicht, genau. Okay. Also nur die, was am meisten zählen, sag ich mal. Die wichtigsten. Also Ja. einfach in einem Jahr ein Viertel Stats, bei der Differenz sieht man die Prozentzahl, fast ein Viertel aufgeholt. Also der Progress aktuell in Jackson Fidget, man bekommt aber so viel Gold. Es ist echt extrem. Ja, also 21 Millionen. Auch krass, natürlich, was den für einen Abstand haben zu Dera Tizake. Ja. Ja, das ist auch sehr, sehr hoch. Hier ist aber auch wirklich nur halt von S1 jetzt eben, also du hast wirklich nur so die aktuelle IHOF genommen, weil jetzt zum Nur die Beispiel IHOF. hier die Dings, wie heißen die? Die Platz 2 Gilde von S1.de, na, wie heißt sie denn? Die S1. Wie kann man das nicht wissen? Na, Mensch, du, weißt du welche? Auf jeden Fall, wir meinen die Platz 1 Gilde. So, ich bin gerade drauf, Ritter der Anduril. Ritter des genau, Anduril. Ja, genau, Ritter des Anduril. So, ja. live im Video gecheckt noch, gerettet. Puh. Ja. Weil die sind also, natürlich performance-technisch auch extrem krass, ne? Also, ja, die wären, glaube ich, auch ziemlich nah an Phoenix dran, aber ich habe nur die IHOF jetzt genommen. Und halt, wie gesagt, die Gilden, die zwar nicht in der IHOF sind, oder die auch unter den Top 25 sind, aber die in den vorherigen Scans mit dabei waren. Und da war Dera Tizake dabei. Und ja, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum sind die jetzt nicht mal in der IHOF und trotzdem noch so extrem hoch? Das sind jetzt auch Insider-Infos. Ja, okay. Ganz krasse. Ja. Und zwar, da wurden anscheinend 3 sehr, sehr, also über Level 600 Spieler gebannt. Ja. Aha. Ja, und zwar. Weiß man weswegen? Nee, weiß ich nicht. Also ich habe nur einen Screenshot gesendet bekommen, wo man halt sieht die letzten Login-Zeiten und die haben sich alle 3 in der gleichen Uhrzeit, gleiche Minute ausgeloggt. Ja, ich glaube 25. August war das, glaube ich. Das sind aber schon sehr krasse Insider-Infos, die du hier mitbringst. Genau, und danke. Und jetzt haben die dem Allgemeinen eine schwache Meldequote anscheinend und jetzt schaffen die es nicht mehr. Sind zwar eigentlich in der Theorie stärker, aber in der Praxis halt nicht. Die schaffen halt nicht mehr so eine hohe Melderate zu haben, dass sie die aktuelle Platz 1 Gilde, die eigentlich schwächer wäre, ja, zu besiegen. Interessant. Deswegen, ja, ist das jetzt so. Ja, ziemlich schade, aber ist halt jetzt so. Trotzdem noch eine krasse Performance von den Stats her, ne? Also. Ja, sehr, sehr krass. Echt krass. Aber die Spieler, denke ich mal, sind noch in der Gilde drin. Die Gebannten, deswegen. Also ansonsten wären die halt nicht so hoch. Ja, okay. Krass. Also da denkst du, wird es wahrscheinlich dann bergab gehen in nächster Zeit dann. Ich denke schon. Also, ja, genau. Also was auch interessant ist, also jetzt nicht mehr auf diese Gilde bezogen, sondern auch jetzt allgemein, die 3 neuen Gilden, was du hier siehst, das sind einfach neue Gilden. Also Dragon Enemy Will Burn ist jetzt die Platz 1 Gilde von S1 Tschechien, genau. Ja. Die jetzt stärker ist als Dera Tizake. Aber auch die beiden anderen, hier Friends und Slutty Crew, sind einfach jetzt auch so extrem hoch in den Total Stats, obwohl die davor, vor einem Jahr, noch überhaupt nicht in den Top 25 waren. Das ist auch eigentlich ziemlich beachtlich, finde ich. Und das ist auch, also das ist ein bisschen schade für Celtic, weil, ja, wenn es halt komplett neue Gilden in den Top 25 sind und auch höher, dann steigt natürlich Celtic dadurch ab und deswegen ist Celtic da auch im Vergleich zu den 3-Monats-Scan leider ein bisschen gesunken. Aber ja, ist halt leider so, wenn sich Gilden fusionieren oder... Ja, da kann man nichts gegen machen dann. Ja, genau. Ich meine, wir hatten ja auch damals einen krassen Boost, als wir uns fusioniert haben mit Flames of Destiny zu Celtic. Da sind wir ja auch dann logischerweise aufgestiegen. Aber ist halt normal, wenn halt andere Gilden auf anderen Server das Gleiche machen, mit noch stärkeren Chars, dann kommen die natürlich dann auch noch mal besser bei weg. Friends lese ich auch sehr oft in der IHOF. Also ja, schon interessant. Ja, also wir können gleich weiterschauen. Also ganz kurz, was noch interessant ist vielleicht, Phoenix Reborn ist einfach ganz unten. Sind aber auch 64 Ränge abgestiegen. Wahrscheinlich, ja, die Guild ist wahrscheinlich einfach... Sind noch in der IHOF, sind noch Platz 1 auf ihrem Server, aber anscheinend ist der Server jetzt irgendwie tot. Ich weiß nicht, was da abgeht. Auf Russland spielen die? Ja, die waren davor eigentlich wirklich ziemlich hoch, also Top 25. Sonst hätte ich die davor nicht im Scan gehabt. Die haben sogar Minuslevel gemacht hier. Genau, also die haben echt abgebaut. Also ich weiß nicht, was da los ist, sind aber halt noch Platz 1 auf ihrem Server. Ja, krass. Genau, kurz noch zu erwähnen. Ja, also genau. Dann können wir noch ganz kurz
bei den Total Stats die prozentuale Differenz sortieren, dass man halt das mal kurz veranschaulicht. Wäre halt, genau, das sieht man, das Sarah Tang fast 40% an Stats gewonnen. Das ist heftig. Das ist verdammt heftig. Das ist wirklich nicht mehr feierlich, würde ich sagen. Ja, also die Fusion hat, würde ich mal sagen, geklappt. Ja. Ich bin auf den zweiten Server gespannt, sag ich dir ehrlich, Alter. Oh ja, ich auch. Also wird ja wieder dazu führen, dass Celtic wieder einen Platz verliert. So logischerweise dann. Aber nicht nur Celtic, sondern auch andere Gilden natürlich. Andere auch, ja, natürlich. Ja, ist klar. Alle rutschen einen Rang ab. Das wird normal sein, ja. Also was man aber da jetzt zu diesen Total Stats sagen muss, bei The Sarah Tang, Strider hat ja, nutzt ja jetzt die Beutegold-Taktik komplett aus. Der hat ja nie Tränke drin. Keine Pots. Und das zählt ja zu den Total Stats dazu. Das heißt, hätte Strider Tränke drin, wären die über 40%. Über 40%. Ja, das ist wirklich... Das ist krank. Ja. Das ist krank. Einfach krank. Ja. Aber ich bin gespannt, ob nächstes Jahr genauso viel gegaint wird, weil jetzt ist ja halt das Maximum bei 100 Millionen Beutegold, ne, pro Tag. Und ich glaube, andere, ich meine, für Strider war es sowieso so oder so ein Upgrade, weil er kein Beutegold machen konnte auf seinen Server, ne? Aber andere haben vielleicht ein bisschen mehr am Tag gefarmt als 100 Millionen. Deswegen bin ich gespannt, ob das in einem Jahr genauso sein wird wie jetzt dieses Jahr von den Stats her oder ob alle einigermaßen gleich sind, weil ja jeder jetzt mehr oder weniger das gleiche Limit hat an Beutegold, ne? Ja, das stimmt. Also in einem weiteren Jahr werden wir es wissen, würde ich sagen. Ja. Genau. Also Celtic ist auch 22,73%, also ziemlich solide, würde ich sagen. Lehnt sich bei den anderen Gilden an, aber wie gesagt, diese Fusionsgilden und alles, ja, die nehmen halt die Plätze da weg. Ja, ganz klar. Ja, dann hast du das Ganze noch hier nach den Stats von den Top 10 Spielern sortiert. Top 10 stärksten Spieler nach Total Stats in der jeweiligen Gilde, genau. Nach Total Stats, nicht nach Level, ne? Also nee, Level, also Level ist hier scheißegal. Ja. Level 5 Millionen wäre ein bisschen krass, nämlich. Sind ja 5,4 Millionen Stats. Ja, also nach den Stats, nach den Total Stats. Da gehen wir auch mal auf After 8. Genau. Okay. Das sind jetzt quasi 6,5 Millionen Stats von den ersten Top 10 Spielern aus Phoenix. Genau, dem jetzt die 6 Millionen Marke durchbrochen, mehrere Gilden sogar. 6,5 sogar. Also das ist so viel, 6,5 Millionen. Warte mal, sind das die Basispunkte? Nee, das sind Total Stats, ne? Oder? Das sind Total Stats, aber du musst mit einrechnen, das sind ja beide Total Stats, ne? Also ist alles. Ja. Ist auf jeden Fall viel, ja. Boah, das ist krass. Das ist verdammt. Das ist schon krass. Das ist schon viel, ja. Da muss halt jeder Spieler, also 650.000 Stats quasi haben. Bei Phoenix zumindest. Von den Top 10. Heftig. Im Durchschnitt. Ja. Also auch wieder Celtic, auch wieder ziemlich solide. Ich glaube, das war sogar derselbe Platz wie vorhin gerade bei der Differenz oder fast dasselbe. Ne, ich glaube. Ja, warte, mach nochmal, genau, weil das ist mir aufgefallen bei Celtic. Mach noch mal bei Total Stats Differenz bitte. Die prozentuale, genau, Z bis A. Ja. Achso, nee, da sind die am gleichen Platz, oder? Genau, weil mir ist aufgefallen, wenn du jetzt mal auf die Top 5 nämlich gehst, das ist bei Celtic nämlich extrem krass, wenn du da auf die prozentuale Differenz gehst, sortierst. Ja. Das können wir gleich mal machen. Z auf A. Ja. Oh! Das siehst du, wie hoch Celtic da ist. Nämlich. Das ist wirklich, das hat mich Top 5 gefreut, aber auch schockiert. Ja, ich weiß nicht, wer daran schuld ist. Ja, also irgendwer hat da, also ihr, die Top 5 stärksten Spieler eurer Gilde haben da gut angezogen, würde ich sagen. Also ich persönlich habe ja auch extrem viele Stats gemacht. So. Also ich denke mal, einen großen Teil trage ich dazu auch bei. Aber die anderen aus meiner Gilde, die haben natürlich auch gut einen hingelegt, sag ich mal. Aber das vergangene Jahr war so das heftigste Jahr, was so meine Total Stats, oder nicht Total Stats, sondern Basispunkte angeht, weil Total Stats habe ich mich ja gar nicht verbessert, oder mein Equipment habe ich mich ja 0 verbessert, das ist ja immer noch mein gleiches von vor einem Jahr und habe nur meine Basispunkte halt krass erhöht. Und ich hatte ja in dem letzten Jahr Stufe 632 gehittet und da war bei mir so ein Knackpunkt gewesen, wo ich dann halt einen extremen Boost bekommen habe, auf allen möglichen Ebenen, meine kompletten Früchte und alles verkauft habe.
Und das war extrem krass. Dann gab es einen Legendary Dungeon, der auf S31 einen Tag vorher released worden ist, wie immer. Und der war quasi, das war der erste Ultimate Dungeon damals gewesen. Und da kam es quasi zu einem kleinen Fehler, dass ich einen Ultimate Run gemacht habe, der mal 3 gezählt hat. Aber der Ultimate Run quasi nur als ein Run gezählt hat. Das heißt, nach 10 Runs oder so war ich nicht bei 30 Runs, sondern bei 10 Runs, Ultimates halt so, ne? Und deswegen habe ich da noch damals viel mehr Gold rausbekommen. Das Ganze wurde dann nächsten Tag genervt, aber ich hatte an dem ersten Tag, glaube ich, so 4,5 Milliarden Gold oder so gemacht. Alter. Und das halt, ohne jetzt die Items und sowas mit reinfließen zu lassen. Also das war extrem heftig. Ne? Da kann jetzt natürlich der eine oder andere sagen, ist unfair den anderen gegenüber, aber lasst euch im Kopf immer noch die ganzen Jahre oder beziehungsweise das Jahr mit dem Backend-Server, wo halt lange Zeit bei uns als einziger Server der Goldgruben-Bug nicht funktioniert hatte. Und auf anderen Servern überall das funktioniert hatte, wodurch mehrere Zehntausende Stats bei uns dann quasi flöten gegangen sind. Und das war dann quasi nur ein ganz minimaler Ausgleich zu dem, was wir verloren haben in Bezug auf anderen Servern. Allerdings war halt dieser Legendary Dungeon für mich damals halt auch ein sehr extremer Boost gewesen, so in dem Moment. Und ja, das vergangene Jahr war halt stat-technisch, da habe ich sehr, sehr viel Gas gegeben, auf jeden Fall. Auch, also wir lernen daraus, Dorzer, Carried, Celtic, immer Eingang. ja, ich habe auch sehr viel Beutegold und sowas auch damals, also da war ich richtig vercrackt drin, bis das halt eben genervt worden ist. Da hatte ich wirklich versucht, alle 10 Minuten nachher mit Free Try, denn so gut wie möglich, wenn du Shakes and Fidget nebenbei am PC auf hast, dann die Leute irgendwie da das Beutegold rauszukriegen. Und 2,4 Millionen pro Fight ist halt, und das alle 10 Minuten kannst du hochrechnen. Ne? Mhm. Ich meine, ich habe es nicht immer geschafft, aber das war echt ein Jahr, wo ich auch gut Gas gegeben habe, auf jeden Fall. Ja, das ist krass. Also, das ist heftig. So Platz 5, Digga. Das ist heftig. Ja, das ist wirklich, also sehr gut. Das sage ich mal. Also, hier auch hier Fetzi Fight Club, Platz 5, Ihoff, ist halt, ja, nicht so weit wie ihr. Also, ja. Und da geht es halt um wenige Prozente, ist schon klar, aber diese wenigen Prozente machen bei den Top 5 Spielern, also es sind ja nur 5 Spieler, das macht schon einiges aus. Mhm. Ja, also du hast die auch extra nochmal so sortiert, weil halt die Top 5 und Top 10 Spieler schon den wie sagt man so schön, den Löwenanteil ausmachen der Gilde quasi. Genau, ne? die carryen zu die Kämpfe am meisten, würde ich sagen. So natürlich, also man muss immer ein bisschen schauen, natürlich jeder Spieler ist wichtig, aber Top 10 Spieler, Top 5 Spieler, also man wartet ja immer auf die stärksten Spieler am Ende vom Kampf, sag ich mal. Mhm. Ja. Und genau, deswegen habe ich das nochmal so extra mit hineingenommen. Ja, sehr interessant. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so heftig am Start sind. Ja, genau. Dann, aber immer schön zu sehen. Dann können wir noch ganz kurz vielleicht noch hier auch da die After-Stats sortieren bei Stats Top 5, dass man das vielleicht kurz im Video sieht. Z bis A wieder. Mhm. Ja, einfach mal veranschaulicht. Genau. Also prozentual hat er weiter, nur von den Stats selber hier quasi, also ist auf 2,9. Ja, Gods führt er. Gods ist über Phoenix auch, ist auch interessant. Aber waren die auch vor einem Jahr schon, glaube ich. Ja, okay. Ich meine schon. Da ist so ein leichter Progress zu sehen. Ja, also Gods hat irgendwie die stärkeren Top 5 Spieler als Phoenix. Ist auch eigentlich ziemlich interessant für S6.de, finde ich. Krass, ja. Würde man so sonst gar nicht sehen, den Unterschied. Also schön, was die Liste hier alles was die auf alles aufmerksam macht. So. Jo. Schöne Sachen. Nicht wahr? Ja. Ja, und dann können wir eigentlich die ganzen Gewinnchancen mal kurz anschauen. Noch. Sehr gerne. Dann, ich würde sagen, einfach auch wieder nach der Reihe erst After, mir Z bis A, dann siehst du mal, gegen welche Gilden du eine 100% Chance hast oder allgemein ihr, Celtic. Okay, also warte mal, wonach ist das jetzt sortiert? Wir sind hier jetzt auf Platz 32 ganz unten. Ja, aber weil ihr nicht gegen euch selber kämpfen könnt. Also ihr kämpft gerade gegen andere Gilden und das sind die Gewinnchancen. Also ihr habt eine 100%ige Gewinnchance als Beispiel gegen Phoenix Reborn. Okay, alles klar. Genau, also so sieht es aus. Ja, und dann halt immer schlechter werden dann. Und ja, genau, so wo es halt interessant wird, ab wann ihr halt nicht mehr eine 50% Chance habt, das ist halt ab dem Rang 14, genau. Ja, aber Elder Wolves quasi, ne?
Wobei man das natürlich dann von oben, also wir müssen das anders sortieren, um den Rang dann sehen zu können, aber ist jetzt egal. Hm. Ja, genau, also was noch interessant ist und das Interessantere, würde ich mal sagen, sind die Differenzen. Die kannst du auch mal sortieren, Ja. weil dann sieht man das einfach viel besser, finde ich. Ja. Da habt ihr einfach gegen Earth, Wind and Fire, ihr hattet davor eine 21% Chance, aber jetzt eine 42% Chance zu gewinnen. Das ist echt ein sehr, sehr krasser Aufstieg. Vor allem, das ist eine Platz Okay. 11 Gilde. Krass, woran liegt das? Weißt du da was? Nee, das weiß ich nicht. Also, Italien. ihr seid einfach stärker anscheinend. Mhm. Also stärker nicht. Wie gesagt, 42% Chance, aber ihr habt sehr gut aufgeholt. Ja. Also noch seid ihr nicht stärker. Ja, noch verlieren wir halt jeden. Noch nicht. Also, Genau. Ja. Aber mal gucken, das könnte, wenn es so weitergeht, könnte es nächstes Jahr dann schon wieder anders aussehen. Dann könnten wir so Genau. bei 60% sein vielleicht dann. Genau, also genau so sieht es auch bei Dragons Legends aus. Mhm. Eigentlich fast genau gleich, auch 21,07% Chance hattet ihr davor. Ja, heftig. Ja, auch. Schön zu Ja, sehen. da rast ihr auch dran vorbei. Und was natürlich sehr interessant ist, hier Hornys Gilde, hattet ihr davor eine 3,65% Chance und jetzt eine 24,53% Chance. Einfach eine 20%ige Steigerung. Okay. Ja, die Gilde fällt leider momentan, ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht warum, aber ich denke mal Inaktivität oder sowas leider. Mhm. Vielleicht haben welche die Gilde verlassen. S11, Ja, sowas warte mal, vielleicht. irgendwer hat da drauf gespielt auf S11, Hornys Gilde. Oh. Ich weiß aber auch gerade auch nicht mehr, wer War das Seraphim, ich will aber gerade nichts sagen. War das Derafin gewesen, der da irgendwie auch mit am Start gewesen ist? Hat Derafin auf S11 gespielt? Nee, das kann ich gerade so echt vom Kopf her nicht sagen. Ich weiß auch nicht. Obwohl, ich glaube schon. Ja doch, das war glaube ich Derafin. Ich glaube, die hatten da auch gewechselt. Da hatte ich irgendwie am Rande was mitgekriegt. Also Derafin hatte auch in irgendeine andere Gilde gewechselt. Das weiß ich. Und mit ihm auch andere irgendwie. Aber ob das jetzt genau S11 gewesen ist, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber das würde halt einiges erklären, wie die gewechselt sind. Weil die sind auch sehr, sehr stark. Mhm. Ja, gut. Also und dann halt ein paar wenige Prozente gegen andere Gilden gemacht, was vielleicht noch ganz interessant ist. So, ihr habt gegen 2 Gilden, wo ihr davor eine 0%ige Chance hattet, habt ihr jetzt wenigstens eine kleine Chance. Ja, gegen Die Derazitake. Attacke, genau, obwohl die halt einfach 3 Millionen mehr Total Stats haben als ihr. Genau, habt ihr Interessant. trotzdem jetzt eine kleine Chance. Ja. Besser als nix. Und auch gegen Ja, die komische Gilde hier, ja, Spolec. Spolenz, wie MS. Ja, beides tschechische Gilden. Mhm. Ja, eine kleine Cool. Chance. Ja, aber auch Kleinvieh macht Mist. Mal schauen, wie es in ein paar Jahren aussieht. Genau. Ja, Aber Gott es- und Phoenix weiterhin unangetastet. Ich glaube aber, die nächste Liste nächstes Jahr wird sehr viel durcheinander würfeln, wenn da bis dahin ein paar Ja, der werde ich das Fusionen, anders machen. Fusionen stattgefunden haben irgendwie. Ne? Da bin ich sehr gespannt. Wir können uns ja sehr gerne nächstes Jahr zum selben Zeitpunkt wieder hier treffen. Also das meinst du meinst das mit mehreren Fusionen? Ja, ich dachte jetzt gerade, du meinst, wenn ich jetzt noch weitere Gilden so farbig sortiere und alles. Ja. Ich denke mal halt, weil viele Gilden zusammengeführt werden. Auch ich weiß nicht, wann die Ja, das DE und Tschechen-Gilden stimmt. rankommen, ob die das noch denn nächstes Jahr schaffen werden bis dahin, aber Ist aber auch spannend, muss ich sagen. ja, aber bis dahin werden die ganzen anderen Server außerhalb von den DE, Tschechen und Polen, also die ganzen großen, sag ich mal, Nationen, abseits davon zusammengeführt werden und dann sieht man ja auch, was rauskommt. Da muss nur ein krasser Spieler irgendwo in eine sowieso schon starke Gilde und dann schießt die auch prozentual nach oben. Und Genau. deswegen bin ich sehr gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Ja, also was wir jetzt noch abschließend machen können, ist nochmal, dass wir die Differenz halt andersrum sortieren. Das siehst du, welche Gilden du bei A bis Z abgenommen hast. Natürlich gegen The Sarah Tang, die Fusionsgilde. Ah, okay. Ja, das ist klar. Ja, da hatte die davor fast 69% und jetzt nur noch 4%. Das tut weh, würde ich sagen. Ja, aber es kann man nichts machen. Kann man nichts machen, genau. Nee. Ja, und auch gegen ein paar andere Gilden abgestiegen, aber so ist es halt manchmal. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Ja, aber so würde ich sagen, sehen wir hier relativ im Mittelfeld. Ne? Also wir haben Wollte ich gerade sagen, ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. gegen viele haben wir positiv abgeschnitten, aber auch gegen viele negativ so. Aber das gut, am Ende hält sich das die Waage, würde ich sagen. Genau, ja. Also ich würde sagen, abschließendes Fazit. Celtic hat noch Potenzial zum Aufsteigen, ist noch nicht ganz festgefahren, vor allem die Stats in den Top 5 Spielern sind sehr, sehr
gut dabei. Die prozentualen Differenzen zeigen das. Ihr macht sehr viele Stats für eure Spiele, die ihr habt. Ja, also ihr seid auf jeden Fall noch am Aufsteigen. Und ja, so sieht es aktuell aus, würde ich sagen. Ja. Ey, vielen lieben Dank, dass du uns hier so schön durchgeguidet hast durch deine Liste hier. Auch Dankeschön, dass du die erstellt hast. Das ist natürlich auch sehr viel Arbeit. Gerne. Hat Spaß gemacht, hier mal so einen kleinen Überblick sich zu verschaffen im Vergleich unsere Gilde zu anderen und aber auch die anderen untereinander und mit deinen Insider-Infos. Sehr, sehr interessant das Ganze. Ich hoffe, dass ihr das genauso interessant fandet. Halbe Stunde jetzt hier schon wieder. Ach, echt jetzt? Ja. Aber ist nicht schlimm. Sorry, Leute. Und ja, wir verabschieden uns. Vielen lieben Dank. Mein Gast hat das letzte Wort und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja, danke Leute fürs Zuschauen. Also ich werde das Ganze weiterhin verfolgen natürlich. Bin gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Ja, ich hoffe, also ist mal was anderes natürlich. Aber sowas gehört, finde ich, ja, dazu einfach. Und ja, ich bedanke mich natürlich wieder bei dir, Dotzer, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Und ja, freut euch auf das nächste Video von Dotzer. Ciao, ciao. Ciao.